Also bei der ersten Aufnahme, da habe ich das Mikro hier hinten am Kennzeichen magnetisch hängen gehabt. Und bei der zweiten Aufnahme war es ein bisschen kompliziert, weil ich wollte das dann einfach mal ohne das Trittbrett probieren, habe es nach vorne geklappt und bin dann im Stehen gefahren, habe mich dann einfach nur mit den Beinen da oben drauf gestellt und das Gewicht nach hinten verlagert, weil nur wenn ich es nach hinten verlagere und der Druck auf der Hinterachse ordentlich ist, dann höre ich das Geräusch. Sobald auf der Hinterachse nicht so ein arger Druck ist, dann höre ich es nicht. Und eben beim zweiten Mal habe ich es hier magnetisch auf der Schraube sitzen gehabt, deswegen ist das Geräusch natürlich auch viel härter hörbar. So, vielleicht könnt ihr was damit anfangen.